Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit uns Deutsch lernst. Hallo auch von mir. Heute ist schon Tag 40 unserer gemeinsamen Lernreise. Wahnsinn, Tag 40 schon. Ja, wir lernen jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist wirklich eine tolle Leistung von dir, finde ich. Absolut. Und denk dran, bis Tag 60 bleiben wir hier noch auf dem Niveau A2. Richtig. Danach, also ab Tag 61, gehen wir dann gemeinsam einen Schritt weiter und starten mit dem Niveau B1. Richtig, wir bauen das systematisch auf. Und, wenn du dein Sprechen noch zusätzlich trainieren möchtest, haben wir einen Tipp für dich. Oh ja. Du kannst auch die Shadowing-Technik benutzen. Ah ja, die Shadowing-Technik, stimmt. Das ist eine super Methode. Was genau bedeutet das nochmal? Also, das heißt, du hörst uns zu und wiederholst dann die Sätze laut nach uns. Einfach nachsprechen. Mhm. Diese Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Also besonders bei der Aussprache und dem Satzbau. Probier's einfach mal aus. Super Empfehlung. Okay, dann lass uns mit dem heutigen Thema starten. Ja, gerne. Das Thema für heute ist Grundwortschatz, Dienstleistungen. Das ist ein sehr praktisches Thema, würde ich sagen, speziell für Deutschlernende auf Niveau A2. Stimmt. Wir helfen dir heute dabei, 15 wichtige Wörter aus diesem Bereich zu verstehen und, ja, anzuwenden. Genau. Dienstleistungen begegnen uns ja fast täglich im Alltag. Und wie immer gilt, wenn wir alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, erzählen wir dir am Ende eine kleine Alltagsgeschichte. Mhm. So siehst du dann, wie die Wörter in einem Zusammenhang funktionieren. Bleib also unbedingt bis zum Ende dabei. Es lohnt sich. Okay, dann legen wir los. Das erste Wort für heute ist ein Ort, den viele regelmäßig besuchen. Der Friseur. Ah, der Friseur. Auf Englisch wäre das Hairdresser oder Barber. Genau. Ein einfacher Satz dazu wäre zum Beispiel: Ich gehe heute Nachmittag zum Friseur. Oder mein Friseur ist sehr nett. Ganz einfach. Stimmt. Und was macht man typischerweise beim Friseur? Die Haare werden dort Geschnitten. Das Verb dazu ist schneiden. Mhm. Auf Englisch to cut. Wenn wir das Imperfekt sagen wollen, also über die Vergangenheit sprechen, brauchen wir haben und geschnitten. Genau. Die Perfektform ist also Hat geschnitten. richtig. Ein Beispielssatz könnte sein, der Friseur hat meine Haare gestern geschnitten. Oder auch: Ich muss meine Haare schneiden lassen, sie sind zu lang. Das passt auch. Ja. Und bevor der Friseur die Haare schneidet, werden sie oft erst einmal, Gewaschen. das Verb ist waschen. Auf Englisch to wash. Waschen. Und die Perfektform hier ist hat gewaschen. Korrekt. Hat gewaschen. Zum Beispiel. Ich habe meine Haare heute Morgen gewaschen. Oder beim Friseur fragt man vielleicht: Waschen Sie die Haare auch? Das fühlt sich immer so erfrischend an, finde ich. Ja, das stimmt. Waschen ist natürlich nicht nur bei Haaren wichtig, sondern auch bei Kleidung. Klar. Wenn man Kleidung hat, die man nicht selbst waschen kann oder möchte, also zum Beispiel einen Anzug oder ein feines Kleid, wohin bringt man die dann? Dann bringt man sie in die Reinigung. Genau. Das ist ein Geschäft, das Kleidung professionell säubert. Auf Englisch sagt man Dry Cleaner oder Cleaning Service. Richtig. Ein Beispielsatz wäre, mein Mantel ist gerade in der Reinigung. Oder ich muss mein Hemd zur Reinigung bringen. Mhm. Und wenn man die Kleidung aus der Reinigung zurückbekommt, dann ist sie hoffentlich wieder schön Sauber. Das ist unser nächstes Wort. Ein Adjektiv. sauber. Genau. Auf Englisch clean. Wenn etwas nicht schmutzig ist, dann ist es sauber. Richtig. Zum Beispiel: Mein Hemd ist jetzt nach der Reinigung wieder ganz sauber. Oder bitte zieh dir saubere Schuhe an, bevor du ins Haus kommst. Kennen wir vielleicht von den Eltern. Ja. Sauber ist ein gutes Stichwort. Damit Dinge sauber bleiben oder wieder sauber werden, muss man manchmal auch selbst aktiv werden, besonders zu Hause. Oh ja. Man muss putzen. Putzen, genau. Auf Englisch to clean. Ja, putzen. Das macht nicht immer Spaß, aber es muss halt sein, ne? Stimmt. Die Perfektform von putzen ist Hat geputzt. hat geputzt. Ein typischer Satz wäre, wir haben am Samstag die ganze Wohnung geputzt. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Man kann auch sagen, ich muss heute noch das Bad putzen. Das gehört eben zum Alltag dazu. So ist es. Manchmal gingen aber auch Dinge kaputt. Stell dir vor, dein Fahrradlicht funktioniert nicht mehr oder die Waschmaschine streikt. Mhm. Dann braucht das Gerät eine Reparatur, das ist ein Substantiv.
Genau, Reparatur. Auf Englisch heißt es Repair. Mhm. Eine Reparatur ist nötig, wenn etwas nicht mehr funktioniert und wieder in Ordnung gebracht werden muss. Korrekt. Man kann sagen, die Reparatur von meinem Fahrrad war ziemlich teuer. Oder mein Handy braucht eine Reparatur, das Display ist kaputt. Sowas passiert ja leider. Ja. Und das passende Verb zu Reparatur ist natürlich reparieren. Reparieren, logisch, auf Englisch to repair oder to fix. Und die Perfektform ist regelmäßig. Hat repariert. Hat repariert. Zum Beispiel, mein Nachbar hat meinen Computer repariert, er kennt sich gut aus. Praktisch. Oder kannst du bitte das Radio reparieren? Ja? Und wo lässt man Dinge oft reparieren, wenn man es nicht selbst kann? Also zum Beispiel ein Auto oder ein Fahrrad. Dafür gibt es spezielle Orte, die nennt man Werkstatt. Werkstatt, genau. Auf Englisch ist das ein Repair Shop. Richtig. Ein typischer Satz ist, mein Auto ist in der Werkstatt, weil die Bremsen nicht mehr gut funktionieren. Oder ich bringe mein Fahrrad morgen in die Werkstatt. Mhm. Eine Werkstatt, eine Reinigung, ein Friseur, das sind alles Beispiele für Anbieter von, ja, was eigentlich? Von Dienstleistungen. Das ist unser Oberbegriff für heute. Eine Dienstleistung. Ah, okay, Dienstleistung. Auf Englisch sagt man Service. Genau. Eine Dienstleistung ist eine Arbeit, die jemand für jemand anderen gegen Bezahlung macht. Also nicht ein Produkt, das man kauft, sondern eben ein Service. Verstehe. Ein Beispielsatz könnte sein, gute Dienstleistungen machen das Leben einfacher. Oder in dieser Stadt gibt es viele verschiedene Dienstleistungen. Stimmt. Und eine sehr beliebte Dienstleistung heutzutage ist, wenn Firmen uns Dinge direkt nach Hause bringen. Sie liefern uns etwas. Ah ja, liefern. Das Verb ist liefern. Auf Englisch to deliver. Ja, das ist sehr bequem, finde ich. Total. Die Perfektform ist hat geliefert. Hat geliefert. Man kann zum Beispiel sagen, der Online-Shop hat mein Paket gestern geliefert. Oder, was viele mögen, der Pizzaservice hat die Pizza schnell geliefert. Pizza. Ja, Lieferdienste sind wirklich praktisch. Absolut. So, jetzt haben wir schon einige Wörter geschafft. Stimmt. An dieser Stelle eine kurze Nachricht von uns. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und er dir beim Deutschlernen hilft, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Ja. Und uns vielleicht auch einen Daumen nach oben gibst. Das hilft uns wirklich sehr, weiterhin solche Inhalte für dich zu erstellen. Ja, bitte. Das wäre eine tolle Unterstützung für uns. Und jetzt machen wir weiter mit den restlichen Wörtern für heute. Okay. Wir haben noch 4 Adjektive für dich, die oft im Zusammenhang mit Dienstleistungen benutzt werden. Zum Beispiel, wenn die Pizza schnell kommt, dann war die Lieferung sehr... Schnell. Genau. Auf Englisch fast oder quick. Schnell. Das Gegenteil wäre langsam. Richtig. Ein Beispielsatz? Die Lieferung war überraschend schnell. Oder der Friseur hat mir die Haare sehr schnell geschnitten. Schnell ist oft gut, besonders wenn man nicht viel Zeit hat. Eine andere Eigenschaft, die wir bei Dienstleistungen oft schätzen, ist, dass sie praktisch sind. Ah ja, praktisch. Auf Englisch practical oder convenient. Mhm. Praktisch bedeutet, dass etwas nützlich ist und den Alltag, erleichtert. Genau. Zum Beispiel, es ist sehr praktisch, dass die Reinigung direkt neben meiner Arbeit ist. Oder wie du vorhin sagtest, es ist praktisch, Essen online zu bestellen, wenn man müde ist. Ja, finde ich auch sehr praktisch. Manchmal ist aber nicht nur die Bequemlichkeit wichtig, sondern auch der Preis, oder? Absolut. Man sucht vielleicht nach einer Dienstleistung, die nicht so viel kostet, also etwas, das billig ist. Billig, ja. Auf Englisch cheap. Billig bedeutet, dass etwas wenig Geld kostet. Das Gegenteil ist teuer. Richtig. Ein Beispielsatz. Ich habe online einen sehr billigen Flug gefunden. Oder im Zusammenhang mit unserem Thema. Diese Reparatur in der kleinen Werkstatt war zum Glück recht billig. Für heute ist ein sehr grundlegendes und häufiges Adjektiv. Wichtig. Wichtig. Auf Englisch important. Ja, wichtig benutzen wir sehr oft. Es bedeutet, dass etwas eine große Bedeutung hat. Zum Beispiel, es ist wichtig, pünktlich zu sein. Mhm. Oder passend zu unserem Podcast, es ist wichtig, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen. Absolut. Und natürlich ist es auch wichtig, die Wörter, die wir hier lernen, zu wiederholen und zu üben. Ganz genau. Ein sehr passendes letztes Wort. Super, das waren unsere 15 Wörter zum Thema Dienstleistungen für heute. Wir hoffen, die Erklärungen waren klar und verständlich. Genau.
Und wie versprochen, haben wir jetzt noch eine kleine Alltagsgeschichte für dich vorbereitet. Ah, ja, die Geschichte. In dieser Geschichte kommen alle 15 Wörter noch einmal vor. Hör gut zu und versuch, die Wörter zu erkennen. Okay, bist du bereit? Dann fängt die Geschichte an. Leg los. Stell dir vor, gestern war ein echt turbulenter Tag. Zuerst musste ich dringend zum Friseur. Meine Haare sahen furchtbar aus. Oh je. Er hat sie zuerst gründlich gewaschen und dann super geschnitten. Das ging erstaunlich schnell. Ich war in weniger als einer Stunde fertig. Super. Danach bin ich direkt weiter zur Reinigung, um meinen Wollmantel abzugeben. Der war nach dem letzten Spaziergang im Regen leider überhaupt nicht mehr sauber. Kenn ich. Während der Mantel in der Reinigung war, habe ich mein Fahrrad abgeholt. Es war nämlich in der Werkstatt, weil es eine Reparatur brauchte. Das Licht war kaputt. Ah, okay. Der Mechaniker dort hat es zum Glück schnell repariert. Das war echt wichtig für mich, weil ich ohne Licht im Dunkeln nicht fahren kann. Klar. Sicherheit geht vor. Genau. Wieder zu Hause angekommen, musste ich leider noch die Küche putzen. Die sah auch nicht mehr so toll aus. Puh. Oh Mann. Am Abend war ich dann total kaputt und hatte absolut keine Lust mehr zu kochen. Also habe ich mir einfach eine Pizza bestellt. Ein Lieferservice hat sie mir dann direkt an die Tür geliefert. Ah, wie gut. Das war so unglaublich praktisch. Und das Beste, die Pizza war auch noch ziemlich billig. Perfekt. Ja, manchmal sind gute Services und Dienstleistungen wirklich Gold wert und machen das Leben einfach so viel leichter. Das klingt nach einem sehr vollen, aber auch erfolgreichen Tag. Eine schöne Geschichte, in der wirklich alle Wörter gut untergebracht waren. Ja, fand ich auch. Hast du sie alle wieder erkannt? Das war doch eine gute Wiederholung, oder? Bestimmt. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch doch mal, selbst Sätze mit den neuen Wörtern zu bilden. Genau. Schreibt bitte eure Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Beispiele und freuen uns darauf, sie zu lesen. Ja, trau dich ruhig. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat und du mehr davon möchtest, dann abonniert gerne den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und vergesst nicht, auch morgen wieder reinzuhören. Das Thema von morgen ist auch ein sehr spannendes Thema. Es geht um die Natur. Oh, Natur, schön. Ja, da sprechen wir über wichtige Wörter rund um Bäume, Tiere, Pflanzen und die Umwelt. Das wird sicher interessant. Also bleibt unbedingt dabei. Das war's für heute von uns. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Mach's gut und lern fleißig weiter. Bis bald. Viel Erfolg und Spaß beim Deutschlernen.